Wer ist Josh Hawley? Josh Hawley ist ein Republikaner, den man aber sonst nicht so kennt. Nee, den kennt man eigentlich nicht so. Denn der Wahlkampf hat sich jetzt gedreht und es tauchen neue Protagonisten auf und wir müssen mal über einen reden. Denn es zeigt sich, dass Trump nun doch die ein oder anderen Wählerschaften abhanden kommen. Ich habe zum Beispiel mit Erstaunen gelesen, üblicherweise ist es so, man ist verteidigender Präsident, hat also eine erhebliche Chance, wiedergewählt zu werden, allein durch Medienaufmerksamkeit und so weiter. Und nimmt deswegen auch besonders viel Geld ein. Und bei diesem Wahlkampf jetzt stellt sich raus, nee, Joe Biden hat in einem Monat, nämlich im Mai, 81 Millionen Dollar eingenommen und setzt damit sogar Donald Trump Schachmatt, der ja seinerseits nicht nur Wahlkampfspenden annimmt, sondern damit immer auch dieses, wenn du mir jetzt Geld gibst, dann kannst du später da und da Botschafter werden oder sonst irgendwas. Also eigentlich ist das immer schon so ein Geben und Nehmen. Deswegen gibt es eigentlich immer sehr viel mehr Geld für denjenigen, der gerade nicht den großen Wahlkampf macht. Aber Joe Biden hat den Rekord geknackt und 15 Millionen, am 15. Juni 6 Millionen in einer einzigen Veranstaltung eingenommen. Also Trump, sehen wir hier, kommt unter Druck, Da wird die Working Class wieder ordentlich zusammengelegt haben. Genau, diejenigen, die die Working Class eigentlich anführen, Big Money, Big Business, die kaufen sich jetzt schon bei Joe Biden ein. Und das machen sie auch nicht ohne Grund. Also die wissen da irgendwas. Und man fragt sich so ein bisschen, ja, welche Wählerschicht geht denn Trump jetzt eigentlich verloren? Ich habe so ein paar Clips, das können wir aber ganz zum Schluss spielen, falls noch Zeit bleibt. Es sind die Alten vor allem, es sind sehr viele so weiße Spatenschichten, die ihm da jetzt verloren gehen, auch in den Staaten, in denen er wirklich gewonnen hat. Und es gibt natürlich eine große Gruppe, und das sind die religiösen Konservativen, die sozusagen als Adressat von Bildern, wie wir sie vorhin besprachen, da vom 1. Juni vor dieser Kirche da in Washington und so weiter, auftauchten mit der Bibel in der Hand. Deswegen ist der Pfau, den ihr da im Hintergrund hört. Das ist ein tolles Geräusch. Ja, die sind auch wahnsinnig laut. Ja. Es ist leider, haben wir nachgelesen, immer ein Geräusch, das sie nur machen, wenn sie sich bedroht fühlen. Aber ich hoffe, er fühlt sich nicht wirklich bedroht, sondern es sind ja nur so Hühner, die damit rumrennen. Naja. So, Josh Hawley ist einer dieser religiösen Konservativen, entsandt in den amerikanischen Senat. Und das ist eine ganz interessante Karriere, die er gemacht hat. Jahrgang 1979, Sohn eines Bankers und einer Lehrerin, wie man halt als Republikaner so aufwächst. Dann Geschichtsstudium in Stanford mit Bestnote, danach Internatslehrer in London, zurück nach Amerika an die Yale Law School, dort Vorsitzender der Federalisten Society. Das sind diejenigen, die Verfassungsorthodoxie betreiben, indem sie nämlich sagen, wir möchten hier eine textuale und eine originalistische Auslegung der Verfassung. So wie sie die Verfassungsväter vor 200 Jahren erdacht haben, so müssen wir die heute auch interpretieren. Alles Moderne wird da erstmal rausgestrichen und negiert. Also wie bei konservativen Bibelexegeten, die sagen, so steht's geschrieben und das können wir jetzt nicht einfach mal anpassen. Genau, da hat man sich was dabei gedacht und nur weil jetzt irgendwer Internet erfunden hat, heißt es ja noch lange nicht, dass wir hier da Zugeständnisse machen, genau. So, 2006 hat er dann, ich nehme mal an, der Juris-Doktor ist so vergleichbar mit dem ersten Staatsexamen, auch die Yale Law School gut abgeschlossen und hat dann 2007, wie man das so macht, als Neurepublikaner erstmal eine Biografie über Theodore Roosevelt geschrieben, also der Präsident von 1901 bis 1909. Und dann erste Arbeitsstelle am Supreme Court. Man kennt das ja so, als aufstrebender Jurist arbeitet man natürlich erstmal hospitierend zu. Und das hat er tatsächlich im Stab von John Roberts gemacht. Das ist der Verfassungsrichter, der Supreme Court Richter, der 2005 von George W. Bush ernannt wurde, seitdem auch Vorsitzender ist und häufig so als der Swing Voter gilt. Nicht ganz unbedeutend. Es ist ja auch, wie soll man sagen, du kommst so nach Washington, hast eine tolle Bildungskarriere hinter dir und arbeitest dann für den Verfassungsrichter, der alle Präsidenten seit Obama eingeschworen hat ins Amt und so. Ja, das sind natürlich auch tolle Termine, die man da so insgesamt hat. In dieser Rolle dort als Assistent hat er auch seine Frau kennengelernt. Also der ist sozusagen persönlich, emotional, beruflich komplett in diesem republikanischen Washington da verhaftet. Und nun hat er sich angelegt als Senator mit seiner Partei und des Verfassungsgerichts, das er so gut aus dem Inneren kennt. Ganz interessant ist noch, Josh Hawley war unzufrieden mit Trumps Corona-Politik.
Also es gibt sowieso bei The Daily eine ganz wunderbare Aufarbeitung, wie selbst in Bundesstaaten, in denen die Republikaner eigentlich führen und auch Trump gewonnen hat, die Leute sagen, lieber erstmal Corona bekämpfen, bevor wir hier wieder und so weiter. Also dieses, was Trump da immer macht, wenn er Maske aufsetzt, ist ein Idiot und so weiter, schlägt sich gar nicht so nieder im Volk. Da hat er irgendwie auf das falsche Pferd gesetzt. Und das zeigt sich eben bei so Leuten wie Josh Hawley. Josh Hawley plädierte zum Beispiel für eine Survival-Then-Search-Strategie, also nach dem deutschen Vorbild. Erstmal Lockdown, Arbeitsverträge beibehalten, in dem Sinne dann Kurzarbeiterstrategie und so weiter fahren und dann, wenn Corona besiegt ist, sozusagen wieder auftauchen und es ordentlich machen. Und Josh Hawley hat noch zweites großes politisches Anliegen gerade. Er ist nämlich vom Weißen Haus beauftragt, darauf kommen wir nachher noch mal zurück, diese Gesetzesvorlage auszuarbeiten, die Donald Trump erlaubt, auf Twitter und Facebook wieder ein bisschen mehr zu machen, was er eigentlich machen will, nämlich gegen die Content Moderation dort vorzugehen, also gegen diese ganzen Labels. Zuckerberg hat ja jetzt nachgelegt, es gibt ja jetzt auch Labels auf Facebook für Botschaften von Trump, die man nicht löschen will, weil sie ja noch von einem bekannten Politiker sind und so weiter, aber die eigentlich gelöscht gehören. Also Josh Hawley, soll jetzt Trumps Freifahrtschein ausarbeiten. Da geht es konkret um die Section 230 im Communications Decency Act von 1996, wo drin steht, kein Provider soll als Publisher oder Speaker behandelt werden, im Sinne von mit dem Ziel, die politische Handhabe gegen Service-Provider, die sich via Content Moderation in die inhaltliche Angelegenheiten einmischen, beispielsweise in Botschaften von Trump. Und so, dagegen soll vorgegangen werden. Und Trump ist ja sehr genervt bisher, wie gesagt, von den Twitter-Fact-Checkings, die da immer stattfinden. Und hat ja bis jetzt eben nur mit Executive Order dagegen vorgehen können, um zu sagen, das ist aber eine irreführende Praktik, wenn Twitter einfach meiner Free Speech widerspricht und so. Und genau das droht ihm jetzt bei Facebook eben auch. Naja, und Josh Hawley legt sich jetzt eben an mit dem Weißen Haus, für das er da arbeitet eigentlich, aber er hat jetzt hier einen Punkt gefunden, wo er sagt, hier geht's nicht weiter. Und beim Supreme Court, denn, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, am 15. Juni gab es eine große Entscheidung am Supreme Court. 6:3 ging sie aus für Gerald Bostock. Und das ist der Fall Bostock gegen Clayton. Da fragt man sich, was hat es denn damit auf sich? Und wir lesen in der Wikipedia. Der Kläger, Gerald Bostock, wurde gefeuert, nachdem er am Arbeitsplatz Interesse an einer schwulen Softball-Liga bekundet hatte. Also, jemand zeigt eine homosexuelle Tendenz und wird deswegen gefeuert und dann klagt er dagegen und sagt, aber das geht ja nicht, dass ich hier diskriminiert werde aufgrund meiner sexuellen Vorliebe. Alle Gerichte haben gesagt, nee, du wurdest zu Recht gefeuert, und dann kam das vor den großen Supreme Court und dort hat man den Artikel 7 des Civil Rights Acts nochmal neu ausgelegt, neu interpretiert. Also gesagt, okay, da wurde irgendwann mal geschrieben, aber wir legen jetzt mal den Text neu aus. Und zusammengefasst kann man sagen, die Diskriminierung wegen Geschlecht erstreckt sich auch auf die Diskriminierung wegen sexueller Orientierung, denn wenn jemand gefeuert wird, weil er Männer liebt oder sexuell anziehend findet, dann müsste man ja eigentlich alle Frauen entlassen, die Männer sexuell anziehend finden. Und es geht aber nicht. Wir können die Geschlechter da nicht ungleich behandeln. Wenn eine Frau einen Mann lieben darf, darf auch ein Mann einen Mann lieben. Das war die Argumentation. Eigentlich nicht sehr raffiniert und nicht besonders, liegt ja auf der Hand für Amerika, aber dieses Ende einer 60-jährigen Geschichte, was Rechtsprechung angeht. Also in der Hinsicht eine 56 Jahre währende Rechtstradition eben von diesem Civil Rights Act 1964. So, und am 16. Juni, einen Tag später, tritt Josh Hawley in seiner Rolle als Abgeordneter der Republikaner im amerikanischen Senat auf. Ich glaube, das Setting ist so eine freie Redestunde oder so, aktuelle Sachen. Ist im Grunde auch egal. Er kriegt eine Redezeit, die nicht sehr lang ist. Wir hören sie fast erschöpfend in der Rede, und er beschwert sich. Und er beginnt dabei nochmal die orthodoxe Auslegung der Verfassung zu fordern. This decision, this Bostock case, and the majority who wrote it, it represents the end of something. It represents the end of the conservative legal movement or the conservative legal project as we know it. After Bostock,
That effort, as we know it, as it has existed up to now, it's over. And I say this because if textualism and originalism give you this decision, if you can invoke textualism and originalism in order to reach a decision, an outcome that fundamentally changes the scope and meaning and application of statutory law, then textualism and originalism and all of those phrases don't mean much at all. So, und das ist eine ziemliche Bombe gewesen, denn wie er hier sagt, wenn die orthodoxe Auslegung der Verfassung, die, es ist nun mal ein mehrheitlich republikanisch besetztes Verfassungsgericht, Kavanaugh und Trump hat ja 2 benannt, wenn das dazu führt, dass plötzlich schwule Menschen also Schutz vor Diskriminierung bekommen, dann widerspricht das der ursprünglichen Verfassungsauslegung, der Verfassungsgebung. Und dann heißt das, dass hier ein Gefüge zerstört wurde. Und er hat es kurz genannt, ihm geht es um das Legal Conservative Project. Und man fragt sich ein bisschen, was ist denn das eigentlich? Ja. Und man kann sich vorstellen, wir alle in Deutschland, vor allem in Europa, haben immer Angst vor Trumps Base. Weil da gibt es irgendwie so Leute, und zwar gar nicht wenige, die wählen gegen ihre eigenen ökonomischen Zwänge für die Republikaner, die ganze Zeit. Das sind arme Menschen, die brauchen eigentlich eine Gesundheitsvorsorge und die brauchen eigentlich eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und die brauchen eigentlich Kinderbetreuung und die brauchen eigentlich all das, was ein guter Sozialstaat liefert. Und wohl wissend, dass sie das nur bei den Demokraten bekommen, bleiben die bei den Republikanern über Jahrzehnte. Und man fragt sich, warum eigentlich? Und die Antwort fragt sich dann auch zugleich, wie kann das sein, dass das so entscheidend ist, Fragen der Ehe für alle, Fragen der Abtreibung und solche Dinge, dass das dann auf einmal alles ist für die und dass die Republikaner es dann auch jedes Mal wieder verstehen, damit Wahlkampf zu machen und man bekommt hier wirklich jetzt des Rätsels Lösung. Genau, weil das ist nämlich der Kniff, diese Menschen wählen gegen ihre ökonomischen Interessen, wohl wissend, dass sie das tun, weil sie dafür ihre religiösen Gefühle in politische Gesetze, also wirklich in Gesetzestexte gegossen kriegen. Und die Republikaner stehen sozusagen als die Schutzfront gegen die moderne Welt bereit, um parlamentarisch durchzuboxen, dass diese Menschen ihre religiöse Freiheit behalten dürfen. Und dazu gehört, ich muss mich nicht mit Homosexuellen umgeben und wenn irgendwer irgendwelche Vorlieben hat, die nicht in der Bibel niederstehen, dann kann ich den auch einfach diskriminieren, bis hin zu Totschießen und so weiter. Ja, also das ging jetzt, also es geht, wenn man die Jahrzehnte zurückblickt, auch sehr brutal zu. Und dieses Projekt wird jetzt hier von Josh Hawley aufgekündigt, weil es nämlich von der anderen Seite, wie er sagt, aufgekündigt wurde. Hier beschreibt er nochmal diesen Lifestyle-Schutz, auf den man sich da immer berufen hat. The Legal Conservative Project has always depended on one group of people in particular in order to carry the weight of the votes, to actually support this out in public, to get out there and make it possible electorally. And those are religious conservatives. Now, I am one myself. Evangelicals, conservative Catholics, conservative Jews, they're the ones, let's be honest, they're the ones who have been the core of the legal conservative effort. And the reason for that is, it dates back decades now, back to the 1970s, the reason for that is, these religious conservatives from different backgrounds, but what they have consistently sought together was protection for their right to worship, for their right to freely exercise their faith as the First Amendment guarantees, for their right to gather in their communities, for their right to pursue the way of life that their scriptures variously command and that the Constitution absolutely protects. That's what they have asked for. That's what they have sought all these years. Ja, und jetzt genießen sie diesen Schutz nicht mehr und kriegen das auch mit, dass sie da, wie er auch so ein bisschen andeutet, veralbert werden von der Republikanischen Partei, die sozusagen ihrem Teil der Abmachung nicht mehr nachkommt und zulässt, dass die höchsten Richter da einfach Politik machen, indem sie einfach sagen, nö, das ist jetzt Diskriminierung, wenn sowas stattfindet. Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung da anders behandelt werden als andere Menschen. Und jetzt fragt man sich... Trump ist auch nicht der richtige Präsident für diese Leute. Das muss man auch immer sagen. Er ist kein Mensch, der besonders religiös ist, der eben auf die Frage, was ist denn das für eine Bibel, keine Antwort zu geben weiß. Ja. Das ist etwas, was ihm
alle dann, die religiös sind, egal ob Katholik, Protestante oder auch irgendwelche anderen, auch viele Sekten haben wir ja in den USA, was die ihm übel nehmen, dass man also nicht weiß, in welchem Glauben man selbst steht und wie man dann eben sich auch zu anderen verhält. Da ist er eben ein Präsident, der wenig für die eigentlich zu bieten hat und der auch dann, was den ganzen Lifestyle anbelangt oder was auch frühere Aussagen anbelangt, zum Beispiel kein Problem hat mit einer Ehe für alle. Also man kann davon ausgehen, dass der auch nochmal irgendeinen Schwulenwitz auf Lager hat, aber das hindert ihn nicht jetzt dafür zu sein, er hat da nicht irgendeinen Fundamentalismus, den er durchboxt. Ja, wenn man sich diese Foto-Op vom 1. Juni da vor dieser Kirche in Washington nochmal anschaut, da steht ein Präsident, der kommt aus New York, aus Manhattan. Fährt dann nach Washington und hält dann die Bibel hoch und wird gefragt, was ist denn das für eine Bibel? Dann sagt er, das ist Bible. Irgendeine Bibel, die wurde mir halt gerade gegeben. Und wenn man so ein Foto für solche religiösen Konservativen erfolgreich machen will, dann kommt es wirklich auf die Nuancen an. Ja. Ansonsten erkennen die das. Und die haben das, glaube ich, also es war vielleicht auch wirklich kontraproduktiv, das so da durchzuziehen, weil es nicht sehr überzeugend ist. Ja. Ja, es gibt diese ganzen Fotos aus dem Oval Office und so, wo sie alle betend irgendwie sich gemeinsam die Hände auf die Schulter und so weiter. So als Standbild irgendwie mag das überzeugend sein, aber diese Foto-Op, da muss man echt nochmal gucken, ob man da vielleicht nicht so einer falschen Magie aufsitzt, also dass man da zu viel Mystik reinliest, sondern das scheint dann mehr so Josh Hawley-Style zu sein, also textual und originalistisch an die Texte ranzugehen, bedeutet dann schon ein bisschen mehr, als einfach nur die Bibel mal so hochzuhalten und dann eben so ein Foto zu machen. Und die Frage ist ja immer noch, aber wieso waren die Kräfte so stark? Also irgendwelche Milliardäre zu wählen, damit sie einen Religiöse da irgendwie beschützen, das ist doch völlig Hanebüchen eigentlich. Aber Josh Hawley beschreibt es hier mal, was man jetzt alles bedroht sieht. What will it mean for religious schools? What will it mean for religious charities? Well, in the many pages of its opinion, the majority, 33 pages to be exact, the majority does finally get around to saying something about religious liberty on one page. What does it say? Here's the substance of the court's analysis. How the doctrines protecting religious liberty interact with Title VII, as reinterpreted now by the court, are questions for future cases. Let's have that again. How the doctrines protecting religious liberty interact with Title VII are questions for future cases. Er hält hier so eine kleine Rechtsvorlesung auch, ja. Das ist ganz bemerkenswert, wie er das tut, und er malt jetzt zugleich ein Horrorszenario aus, also was glaubt ihr, was dann zukommt, das ist eben dort formuliert, dass das für die künftigen Fälle, dann wird man sehen, was daraus für Schlüsse zu ziehen sind. Genau, man darf nicht unterschätzen, in Amerika gilt dieses Präzedenzrecht, also wenn einmal ein Richter eine Entscheidung getroffen hat, dann wird die so kommentiert und rumgereicht und ist dann irgendwann tatsächlich, einfach von Bedeutung, für vorbildhaft, für weitere Fälle. Und wenn die Richter selbst in ihr Urteil reinschreiben, und was die Zukunft anbetracht, müssen wir mal schauen, dann ist das natürlich die Gefahr, die da für diese Leute droht. Denn, und das kann man vielleicht jetzt mal so sagen, Amerika ist jetzt wieder einen Schritt moderner geworden, denn mit dieser Entscheidung wurde von den Richtern die Religion dem Recht untergeordnet. Ja. Und bisher haben die gedacht, und wahrscheinlich auch zu Recht, es gibt da so einen Gleichrang. Wir wissen, das ist Religion, das ist spirituell, da kommt es auf irgendwas an, aber jetzt nicht auf und so. Und jetzt sagen die Richter, naja, wir gucken uns den Rechtstext an und wenn Frauen Männer lieben dürfen, dürfen das halt auch Männer. Also da gibt's jetzt, wie sieht denn das Gegenargument aus? Und wenn da nur so ein Religionszeug kommt, dann wird das halt jetzt künftig runtergestuft. Das ist dann auf einer Ebene der Geltung niedriger als die rechtliche Interpretation. Und in deren Sicht, Schulen, Organisationen, Unternehmen und die ganze Zukunft ist davon bedroht. Und es gibt viele Unternehmen, die das jetzt begrüßt haben. Also es gibt ja dort auch so eine, wie heißt das, Amicus, irgendwie so eine, also dass man sich dem als Unternehmen quasi so diesem
dieser Rechtsprechung mit freundschaftlich erweist. Und da hat sich dann beispielsweise jetzt auch die Deutsche Bank und so in Statements eben genau zu diesem Beschluss geäußert und das begrüßt. Und dann verweist man gerne auch nochmal auf die eigene Firmengeschichte. Wir machen das ja schon seit 2002 oder so, steht dann da. Aber das gibt's unendlich viel im Internet zu finden, Statements jetzt von Unternehmen, die das gut finden. Das wandert jetzt so in die Unternehmenskultur, in die Satzung, in irgendwelche Präambeln und so weiter. Das ist halt jetzt, man muss halt wirklich sagen, es ist ein Stück Modernität. Jetzt hat sich einfach mal Bahn gebrochen. Und gut, das waren jetzt sozusagen, man fragt sich also, was hat das jetzt alles mit den Richtern zu tun, außer dass sie Auslöser sind von. Und hier nimmt er jetzt mal die eigenen Parteikollegen aus der Republikanischen Partei so richtig ins Blickfeld und in die Kritik. Denn wie konnte es dazu kommen, dass es passiert ist, dass so eine Entscheidung treffen, also dass es regiert gerade ein republikanischer Präsident und die haben im Senat eigentlich eine republikanische Mehrheit. Und bis vor einem Jahr hatten die eigentlich auch im Repräsentantenhaus eine Mehrheit. Wie konnte das eigentlich dazu kommen, wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind? Und das erzürnt ihn dann richtig. That everybody knows, every honest person knows, that the laws in this country today, they're made almost entirely by unelected bureaucrats and courts. They're not made by this body. Why not? Because this body doesn't want to make law. That's why not. Because in order to make law, you have to take a vote. In order to vote, you have to be on the record. And to be on the record is to be held accountable, and that's what this body fears above all else, Madam President. This body is terrified of being held accountable for anything, on any subject. So, und das ist natürlich eine Gemengelage, die ist unter Trump besonders interessant, denn üblicherweise zu Checks and Balances gehört auch Geben und Nehmen. Und üblicherweise sind die Mehrheitsverhältnisse nun mal, wie sie sind. Spätestens nach 2 Jahren bekommt ein Präsident immer aus der anderen Partei die Mehrheiten vorgesetzt und dann wandert das so hin und her und es macht es extrem kompliziert, Gesetzesvorhaben dann durchzubringen, weil die müssen irgendwo im Repräsentantenhaus entstehen und dann brauchen sie aber eine Mehrheit auch im Senat und der Präsident muss sich einverstanden erklären. Also wird das dann immer gedealt mit, ja gut, machst du das, gebe ich dir all das und so weiter und über so eine ganze 4-jährige, 6-jährige Amtszeit jeweils hat man dann so ein irgendwie ausgeglichenes Geben und Nehmen. So, und wenn jetzt aber die Republikaner den Demokraten alles aus der Hand schlagen und Mitch McConnell stolz darauf ist, dass er einen 2 Meter Papierberg hat, über den noch nicht beschieden wurde, weil er nämlich die Tagesordnung als Mehrheitsführer im Senat festlegt und sagt, also darüber stimmen wir heute nicht ab, das bleibt mal schön im Archiv da hinten und nichts entsteht. Dann, klar, entsteht bei den Demokraten nichts, weil alle Versuche aus dem Repräsentantenhaus, also aus dem Kongress, Sachen zum Senat zu bringen, scheitern an Mitch McConnell. Damit scheitern allerdings auch alle republikanischen Sachen, die auch mal durch die Mehrheit des Kongresses müssen, des Repräsentantenhauses. Und dadurch entsteht da absolutes Nichts politisch. Da wird nicht mehr entschieden. Und das regt Josh Hawley hier wahnsinnig auf, denn er weiß genau, wenn wir die Entscheidung den Richtern vorlegen, da zieht die Gesellschaft nicht einfach so vorbei. Da kann man es nicht politisch wegargumentieren, sondern die müssen dann halt mal mit der Zeit gehen und dann solche Entscheidungen treffen, wie jetzt im Juni. Eine Chance hätte man noch, dieses Legal Conservative Project aufrechtzuerhalten, wenn man es eben politisch macht. Also wenn der Senat und die Republikaner im Repräsentanten wirklich handlungsfähig in der Lage sind mit den Demokraten, so dieses, ja gut, dann macht ihr mal eure Sanctuary City irgendwie in den Metropolen, aber dafür machen wir den ländlichen Räumen halt weiter, was wir bisher gemacht haben. Und es funktioniert eben nicht, wenn die Republikaner sich da selbst im Weg stehen, den Demokraten keinen Meter Raumgewinn geben und dadurch aber auch keinen Zentimeter Raum mehr bekommen, um irgendwas zu entscheiden. Und da greift in Amerika dann eben dieses Präzedenzrecht, dann machen es halt die Richter. Da werden Fälle aufgeworfen und die Richter haben einen Termin, die können es zwar hinauszögern, aber irgendwann steht dann dieses Urteil an und es stand halt jetzt an. Also in der Hinsicht hat er hier nochmal wunderschön aufgezeigt, ja, wie auch diese ganze Demokratie einfach versagt, wenn da einfach zu krasse Extremisten in irgendwelchen Orten sich da breit gemacht haben, wie Trump im Weißen Haus. So, also geht er jetzt all in und ab jetzt muss man auch überlegen, macht das jetzt taktisch, ja, bereitet er sich selbst auf so eine Zeit nach Trump vor und vielleicht auch seine Partei und positioniert er sich so bei einer Wählerschicht, bei der er weiß, wie treu sie sein könnten, wenn man nur ordentlich mit ihnen umgeht und so. Und dass er das als Republikaner hier macht, finde ich schon erstaunlich, aber er legt sich halt wirklich mit seiner Partei dann an.
this case makes anything clear, it is that the bargain that has been offered to religious conservatives for years now is a bad one. It's time to reject it. The bargain has never been necessarily explicitly articulated, but religious conservatives know what it is. The bargain is that you go along with the party establishment, you support their policies and priorities, or at least keep your mouth shut about it, and in return, the establishment will put some judges on the bench who supposedly will protect your constitutional rights to freedom of worship, to freedom of exercise. That's been what we're told for years now. If we were told that we're supposed to shut up while the party establishment focuses more on cutting taxes and handing out favors for corporations, multinational corporations who don't share our values, who will not stand up for American principles, who are only too happy to ship American jobs overseas, but we're supposed to say nothing about that. We're supposed to keep our mouths shut because maybe we'll get a judge out of the deal. That was the implicit bargain. We're supposed to keep our mouths shut while the party establishment opens borders, while the party establishment pursues ruinous trade policies. We're supposed to keep our mouths shut while those at the upper end of the income bracket get all of the attention, while working families and college students and those who don't want to go to college but can't get a good job, while they get what? What attention? Workers, children. What about parents looking for help with the cost of raising children? Looking for help with the culture in which they have to raise children, looking for help with the communities, rebuilding the communities in which they must carry out their family life. What about college students trying to find an education that isn't ruinously expensive and then figure out some way to pay back that ruinous debt? What about those who don't have a college degree and don't want one but like to get a good job? What about them? Now, we're supposed to stay quiet about all of that and more because there be pro-Constitution religious liberty judges, except that there aren't. Except for that these judges don't follow the Constitution. Except for these judges invoke textualism and originalism in order to reach their preferred outcome. Er klingt jetzt fast wie ein demokratischer Sozialist, wenn man das Religiöse mal weglässt, spricht er all das an, was Bernie Sanders anspricht. Also eigentlich ist das nicht nur ein Angriff gegen die eigene Partei, beziehungsweise der Basis wird jetzt hier gesagt, schaut mal, wir müssen jetzt nicht mehr mit diesem Establishment, das sich nur Steuererleichterungen verschafft, während ihr nichts bekommt, eure Kinder nichts bekommen, keine vernünftige Ausbildung genießt und. Da hat er einmal einen Angriffspunkt gegen die eigene Partei, also oder er mobilisiert die Basis dagegen. Zugleich aber wird hier ja auch eine Tür nicht von ihm selbst aufgemacht, aber die könnte man aufstoßen für demokratische Sozialisten, die sagen, hier ist eigentlich nochmal ein Wählerklientel, wir müssen ihm jetzt nur vermitteln, dass es in der Moderne ankommen muss, dass es jetzt nicht mehr darauf beharren kann, dass alles wie im 19. Jahrhundert ist, aber generell sind wir eher bei euch und ihr könnt auch dann immer noch in euren Kirchen tun und lassen, was ihr wollt erstmal, beziehungsweise ist in dem Rahmen, wie es eben jetzt geregelt ist, tun, aber wir sorgen zumindest dafür, dass es euch sozial besser geht. Ja, also er hat die sozialen Zwänge, die auch eine Wahl entscheiden können, klar benannt. Menschen bezahlen ja für Studien, also für Studium ihre Kinder und wissen dann nicht, wie sie es zurückbezahlen soll. Bisher haben wir da immer die Fresse gehalten, ja, ist ja auch deutlich, wie er das so sagt. Bisher waren wir einfach stumm und haben das mit uns machen lassen, weil ihr uns zugesichert habt, die Richter, die wir benennen, werden es schon regeln. In dem Fall, diese Entscheidung jetzt, die kam halt wirklich, also die wurde verantwortet von Neil Gorsuch, also dem ersten, den Trump da vor 2 Jahren ins Amt gesetzt hat. Und der hat nun das einfach aufgekündigt. Und ich frage mich auch so insgesamt, was das jetzt so auch für die nächsten Jahrzehnte bedeutet. Denn diese Wählerklasse, um die es da geht, diese religiösen Konservativen, das sind ja schon, keine Ahnung, die Hälfte aller republikanischen Wähler. Also irgendwie 40, 50, 60 Millionen Menschen, die auch bisher immer im Block abgestimmt haben, also ob man den einfach komplett shiften kann. Und dann natürlich die Gemengelage, inwieweit auch die Demokraten damit taktisch umgehen. Denn dass die plötzlich feststellen, welche ökonomischen
Ansprüche sie eigentlich haben und auch politisch formulieren können, wurde ja auch geweckt von so Wahlkampfreden wie von AOC oder Bernie Sanders, ne? Und inwieweit die Demokratische Partei bereit ist, hier wieder so einen Deal einzugehen. Also ein legal, aber dann nicht konservativ, sondern irgendwas, ja, dass man so... Sicherlich nicht auf so einer rechtlichen Ebene, dass man sagt, naja, ein bisschen diskriminieren dürft ihr noch. Aber was sicherlich bei Linken fehlt, bei Linken fehlt und was auch in Deutschland fehlt, ist, dass man einen Lifestyle-Atheismus pflegt und so mit einer gewissen Herablassung auf alle die blickt, die religiös organisiert sind. Und das sollte man nicht tun, erstmal, weil Religionen auch ziemlich intellektuelle Konzepte sind und auch, weil man eben damit ganz aus strategischen Gründen viele verlieren kann, die sich dann eben sagen, naja, wenn ihr so auf mich blickt, dann könnt ihr mich ja offenbar auch in anderen Fragen nicht vertreten. Und ich meine, es gab ja immer mal auch wieder, gerüchteweise habe ich das aus katholischen Kreisen gehört, mit erzkonservativen Katholiken ganz gute Beziehungen zu Leuten aus der Linkspartei oder so. Manche haben das verstanden, aber nur sehr, sehr wenige, muss man sagen. Ja, es gibt auf jeden Fall Anknüpfungspunkte, denn ich denke auch, man kann die Geschichte der Religion, man muss das nicht so aus dieser linksversifften Blase immer irgendwie, die haben uns aufgehalten, die haben die Moderne verhindert, sondern die Universitäten der Neuzeit und so weiter und des späten Mittelalters waren einfach mal die Klöster. Da wurde das Wissen geschaffen, da wurde das Wissen organisiert, da wurde archiviert, da wurde verschriftlicht, da ging's los. Also die Moderne brauchte diese religiösen Rahmen. Klar, jetzt stolpern wir in so eine postmoderne Post-Gutenberg-Parenthese irgendwie Welt rein, wo wieder alles durcheinander gerät. Aber das Religiöse wird ja auch wieder wichtiger. Das sieht man Genau, und man sieht ja auch, wo es institutionell nicht so stark ist, ist es keineswegs so, dass das Religiöse verschwindet, sondern es zeigt sich dann in Formen bis hin zu Verschwörungstheorien, die dann wirklich nicht begrüßenswert sind. Da wäre das dann doch besser, wenn die Bischofskonferenz ein bisschen mehr zu sagen hätte oder die EKD. Zum Beispiel, ja. Wir hatten ja Margot Käßmann oder so, ja. Das sind ja alles Leute, die sind ja total anschlussfähig für so linke Diskurse irgendwie. Da ist ja steht ja nicht viel im Wege, außer irgendwelche Polizeikontrollen in Hannover oder so, ja, die dann solche Karrieren brechen, aber ansonsten ist ja da einiges möglich. Wie groß diese politische Schwungmasse ist, die da jetzt in Bewegung gesetzt werden kann, wenn man ihr nur ein gutes Angebot macht, hört man nochmal im Finale von dieser Rede. I just have this to say. This is why I ask questions. This is why I won't stop. And I wish some more people would ask some harder questions. Because this outcome is not acceptable. And the bargain which religious conservatives have been offered is not tenable. So I would just say, it's not time for religious conservatives to shut up. Well, we've done that for too long. No, it's time for religious conservatives to stand up and to speak out. It's time for religious conservatives to bring forward the best of our ideas on every policy affecting this nation. We should be out in the forefront leading on economics, on trade, on race, on class, on every subject that matters for what our founders called the general welfare. Because we have a lot to offer, not just to protect our own rights, but for the good of all of our fellow citizens. Because as religious believers, we know that serving our fellow citizens, of whatever their religious faith, whatever their commitments may be, serving them, aiding them, working for them, is one of the signature ways that we show a love of neighbor. It's time for religious conservatives to do that. It's time for religious conservatives to take the lead rather than being pushed to the back. It's time for religious conservatives to stand up and speak out rather than being told to sit down and shut up. And because I am confident that people of faith, of goodwill all across this country are ready to do that, and want to do that, and have something to offer this country and every person in this country, whatever their background or income or race or religion, because of that, I'm confident in the future. I'm also confident that the old ways will not do. So let this be a departure. Let this be a new beginning. Let this be the start of something better. Tja, und jetzt stell dir mal so einen Prediger wie Obama oder so vor in 4 Jahren, der keine großen Zugeständnisse macht, aber der auch nochmal mit entsprechenden Argumenten erklärt, warum
es wirklich keinen Grund gibt, Diskriminierung wegen sexueller Orientierung noch länger zu dulden und dass man trotzdem ein gutes religiöses, also vor allem religiös geprägtes Leben führen kann. Ja? Also ich sehe da einiges in Bewegung irgendwie so insgesamt. Man muss halt jetzt erstmal Trump abschütteln und so ein bisschen Extremismus ablegen, aber dann ist doch da irgendwie und es ist ja auch einiges da. Erstmal bemerkenswert, ich meine, das muss er tun, aber das ist schon bemerkenswert, wenn man es sich mal jetzt aus der religiösen Warte ansieht, dass hier eine Allianz geschmiedet werden soll zwischen all denen, die fest im Glauben stehen, die also traditionell unterwegs sind, wo man sagen kann, da gibt es ja erhebliche Unterschiede in der Auslegung, zum Beispiel der Bibel. Oder denken wir jetzt nur mal daran, ein sehr konservativer Katholik und ein strenger Lutheraner, die trennen unendlich viel. Ja, eben. Aber wenn die sich jetzt zusammenschließen sollen, um gegen das, was jetzt da gerade vorgeht, dann in Stellung sich zu bringen oder um jetzt gemeinschaftlich die ganzen anderen wichtigen Fragen anzusprechen, das ist ja eigentlich das Entscheidende, eben wie sehr hat man das Soziale vernachlässigt, dann besteht da doch auch wirklich eine große Chance. Und ich sehe die auch eher bei den Demokraten als bei den Republikanern. Ja, weil die können inhaltlich wenig aufbieten. Die sind ja wirklich nur noch im Kopiervorgang, ob sie es irgendwie hinkriegen, Trump nochmal zu duplizieren mit so ein paar Sachen. Aber ich meine, Trump hat jetzt auch ernste Wahlniederlagen einstecken müssen, ja? Wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt. Vielleicht will ich doch mal einen von diesen Clips spielen. Denn es gab hier eine Vorwahlschlappe. Wir hören es mal bei Pod Save America. I do want to talk about one Republican primary result. In the race to fill the seat of former North Carolina Congressman Mark Meadows, who is now the White House Chief of Staff, 24-year-old Madison Cawthorn beat Meadows' hand-picked replacement, Linda Bennett, who was also endorsed by none other than Donald Trump himself. Dan, Cawthorn's win marks the third time that a Republican endorsed by Trump lost this cycle. Is the spell broken? What's going on here? Ja, ein bisschen kompliziert in der Kürze, aber man muss sich das Szenario so vorstellen, da gibt es jetzt Vorwahlen für die nächsten Ämter, die zu besetzen sind. Und Trumps aktueller Chief of Staff hat einen Posten geräumt, der natürlich neu zu besetzen war, woraufhin Trump und sein Chief of Staff Wahlkampf für jemanden gemacht haben, der als Nachfolger folgen sollte. Und die haben verloren gegen einen 25-jährigen republikanischen Herausforderer für diesen Posten. Und das sind natürlich schon, das sind diese Niederlagen, wo die Republikaner sich so angucken, also bisher hatten wir Angst, weil Trump eigentlich uns immer Trump musste nur Empfehlungen sprechen, wählt mal den, und dann haben die Leute es eigentlich gemacht. Und wenn jetzt die gesammelte Weiße Hausmacht nicht mehr ausreicht, um solche Posten, solche Vorwahlentscheidungen zu treffen, dann ist der Zauber gebrochen, wie John Favreau hier meinte, ja. Und das bringt natürlich auch einige in der Republikanischen Partei ins Nachdenken, so insgesamt. Ob man sich nicht auch schon mal jetzt von Trump lossagen sollte, anstatt das Pferd tot zu reiten, bis dann einfach die Novemberwahl verloren ist und so weiter, ja, weil da stehen jetzt wichtige Wahlen an, also wichtige Vorwahlen in New York zum Beispiel, ja, AOC hat da jetzt 70% abgeräumt in der Vorwahl, also das alte Ergebnis nochmal, also wirklich krass übertroffen und so, klar jetzt auch mit der neuen Bekanntheit, aber da ist schon jetzt einiges in Bewegung und ich würde auch mal auf die Demokraten tippen, klar, wir sehen jetzt alle Joe Biden, aber diese Zeit geht auch vorüber, das sind 4 Jahre, da kommt es jetzt auch sehr drauf an, wen er als Running Mate nimmt, weil das ist dann auch eine Entscheidung darüber, wer wird dann vielleicht sogar innerhalb der nächsten 4 Jahre noch Präsident und so. Er muss jetzt alles mit reinnehmen in die Rechnung. Aber für diese großen Linien, was Josh Hawley da aufgemalt hat, könnte ich mir vorstellen, dass es einige Argumente für einige Wähler gibt, zu sagen, okay, wenn die Republikaner das nicht machen, es gibt ja noch andere, die und dann zumindest unseren ökonomischen Zwängen inhaltlich entsprechen, ne?